Heute geht es mal über die deutschen Grenzen hinaus in das Nachbarland, ins schöne Österreich. In der Nähe von Salzburg habe ich für euch eine Firma besucht. Die Firma ist zwar Dentalausstatter, hat aber den Podologiemarkt neu für sich entdeckt. In Sachen Sterilisation und Instrumentenaufbereitung hat diese Firma einiges für uns zu bieten. Hallo Freunde der Füße, willkommen zum neuen Video und wie ihr seht, bin ich heute mal nicht in meiner Praxis. Ich bin im Showroom der Firma W&H. Neben mir ist der Geschäftsleiter Herr Erbschwendner. Was ist W&H? Was kann man jetzt sich darunter vorstellen? Wir in der Podologie kennen die Firma nicht wirklich. Also von meiner Seite auch ein herzliches Servus aus dem Salzburger Land. Mein Name ist Josi Erbschwendner, Geschäftsleiter für die Bereiche Services und Logistik. Und W&H ist seit, würde ich sagen, kurzem, seit 2-3 Jahren ungefähr in der Medizin auch tätig. Aber unsere Historie, unsere Geschichte ist wesentlich länger und umfasst wesentlich mehr. Da würde ich vielleicht 1-2 Sachen dazu erwähnen. W&H, gegründet 1890 in Berlin von den beiden Feinmechanikern Weber und Hampel und ist der älteste Hersteller von Übertragungsinstrumenten mit Fokus auf Dental. Also Dental ist unsere große Kiste immer gewesen und ist es auch nach wie vor. Aber weil es ja doch sehr viele Teilbereiche gibt, wo wir ja Ähnlichkeiten haben und Bakterien sind Bakterien, egal ob Dental, Medizin, Podologie genauso oder Blut ist ja gleich Blut, sind wir hergegangen und haben einfach unser Portfolio durchleuchtet und geschaut, wo können wir denn Synergien schaffen am Markt. Und da waren wir nicht verwundert, dass es sehr viele unserer jetzigen Produkte schon gibt, die wir wirklich sehr einfach in der Podologie auch ansiedeln konnten. Vor allem uns ganz, ganz wichtig, wir haben eine große Entwicklungsabteilung. W&H umfasst weltweit 1300 Mitarbeiter, davon sind fast 10% nur in der Entwicklung tätig. Also bei uns ganz ein großes Steckenpferd das Thema Innovation. Und somit können wir auch wirklich jetzt schon am Tag, wo wir in die Podologie eingefasst sind, sozusagen, konnten wir schon ein großes Portfolio an Sterilisatoren und dergleichen anbieten. Ihr habt ja verschiedene Sterilisationen. Hier hat die Laila gerade ihren Ton abgespielt. Die hat Hallo gesagt, einmal kurz, ja? Ja, die hat mir Hallo gesagt. Neben der Laila gibt es ja auch andere Sterilisatoren. Genau. Also Sterilisatoren produzieren wir seit Mitte der 90er Jahren. Davor, wir kommen aus dem Dentalbereich, unser Kerngeschäft war immer das Thema Übertragungsinstrumente, Turbinen, Winkelstücke und dergleichen, Implantatgeräte. Und Mitte der 90er Jahren waren wir der erste Sterilisatorenhersteller, der reine Klasse B-Geräte auf den Markt gebracht hat. Und dieses Portfolio haben wir erweitert. Mittlerweile decken wir alle Klassifizierungen ab, egal ob S, N, B. Und darüber hinaus, natürlich auch ganz, ganz wichtig, sind die ganzen Zubehörprodukte wie Wasseraufbereitung, ein Folienschweißgerät und dergleichen. Also da haben wir einen großen Bauchladen mittlerweile, den wir anbieten können. Wie sieht es dann aus mit den Größen für die Autoklaven? Wir in der Podologie, also wer eine große Praxis hat, weiß es, wir brauchen den großen. Dann gibt es ja auch die kleinen Praxen. Wie sieht es aus? Kommt da irgendwas? Kann man da vielleicht irgendwas in die Wege leiten, dass so vielleicht ein kleiner Autoklav mal kommt? Also, wie gesagt, seit gut 2 Jahren sind wir in der Podologie im Medizinbereich, im Allgemeinmedizinbereich angekommen und seitdem erweitern wir stetig unser Portfolio. Auch mit kleineren Sterilisatoren ist für uns ganz, ganz wichtig und auch im Fokus. Also wir wollen uns weiterentwickeln. Mehr kann ich dazu jetzt noch nicht sagen, aber klar haben wir verschiedenste Größen, ob klein oder groß, auf der Agenda und durchleuchten das. Also spannende Zeit kommt auf uns zu und vor allem für unsere Partner und Kunden. Das ist immer gut. Innovation ist für jede Firma gut und wenn man sich gerade auf einen neuen Markt einlässt, ist es auch wichtig, die Sachen, die der neue Markt braucht, zu berücksichtigen. Also wir können uns auf neue Sachen freuen, einfach weiter in die Videos gucken. Wir starten dann mit der ganzen Firmenrundgang. Hier gucken wir jetzt nochmal den Showroom durch und freut euch mal auf die kleinen Filmchen, was jetzt noch kommen für die einzelnen Produkte, was W&H noch anbietet. Dankeschön. Bitte, gerne. Hier seht ihr die Umsetzung der einzelnen Zahnrädchen, die verbaut sind, denn jeder Fräser braucht eine andere Laufleistung.
Hier haben wir ganz kleine Teile, die man nur durch das Mikroskop ordentlich betrachten kann. Ein Wahnsinn, was so ein kleines Teil alles leisten kann. Für die Zahn- und Mundhygiene gibt es auch einige Geräte. Denn jeder von uns möchte doch ein strahlendes Lächeln haben. Und mit diesen Instrumenten ist das für den Zahnarzt ein Kinderspiel. Die Firma W&H war die erste Firma, die sich stark Gedanken um das Arbeitsgebiet der Zahnärzte und deren Beleuchtung gemacht hat. Mit der fortschrittlichen Technik der 5-Ring-LED-Lichter hat der Zahnarzt im Mund den vollen Überblick. Hier im Video zeige ich euch den Unterschied zwischen den einzelnen Lichtstufen. Auch Geräte für das Dentallabor, Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie gehören zum Portfolio der Firma W&H. So, Freunde der Füße, hier sind wir in der Produktion von W&H und wir laufen jetzt mal durch die Hallen durch und ich werde euch so nebenbei erklären, was so ungefähr in den einzelnen Stationen vor sich geht. Viel Spaß beim Video! Diese Maschine im Foyer fand ich sehr beeindruckend. Es handelt sich hier um eine hochkomplexe Zahnradmaschine. Diese Maschine ist schon sehr alt und sie ist erst vor kurzem mit dem letzten Menschen, der sie bedienen konnte, in Rente gegangen. In der ersten Halle befindet sich die Hochpräzisions- und Werkzeugschleiferei. Hier werden den Instrumenten der nötige Schliff verliehen. Die ganze Halle steht voll mit riesigen Maschinen, wo man leider nicht viel erkennen kann, was da drinnen vor sich geht. Es handelt sich hier um Computerized Numerical Control Maschinen, sogenannte CNC-Maschinen. Das ist im Grunde genommen eine sehr fortschrittliche Werkzeugmaschine, die von einem Computer gesteuert wird. Stellt euch vor, ihr sollt aus einem Metallblock ein Winkelstück fertigen, das zum Handstück dazugehört. In der Vergangenheit mussten die Menschen dieses Material von Hand bearbeiten, das sehr viel Zeit und Geschick erforderte. Mit der CNC-Maschine kann man ein Design am Computer erstellen und die Maschine wird es dann genauso ausarbeiten. Ausschneiden, bohren, fräsen. Genauso wie das Computerdesign es festgelegt hat. Das Tolle an diesen Maschinen ist, sie sind sehr präzise. Im Tausendstel Millimeter Bereich arbeiten sie. Man kann auch sehr komplexe Formen herstellen, das von Hand nur schwer herzustellen wäre. Außerdem kann die Maschine immer wieder das gleiche Teil herstellen, ohne Fehler zu machen. Kurz gesagt, eine CNC-Maschine ist wie ein sehr geschickter Roboter, der Dinge für uns ganz präzise und genau herstellen kann. Es werden ca. 2400 verschiedene Teile hergestellt. 2021 wurden sogar 8,7 Millionen Teile produziert. 2023 wurden 260.000 Übertragungsinstrumente, 85.000 Kupplungen und 70.000 Geräte, das heißt Implantmates, Assistants, hergestellt und zusammengebaut. Bei den Sterilisatoren wurde letztes Jahr sogar die 100.000er-Marke geknackt. In diesen Hallen stehen rund 140 Maschinen. 160 Mitarbeiter kümmern sich hier in Österreich um diese Maschinen. Die Firma W&H ist in 110 Ländern vertreten mit insgesamt 1.300 Mitarbeitern. Bei so immensen Stückzahlen, die produziert werden, fällt auch viel Abfall an. Die Firma W&H hat ein computergestütztes Abfallrecycling-Programm. Hier werden die einzelnen Rohstoffe sorgfältig getrennt und der Wiederverwertung zugeführt. So wird sichergestellt, dass so wenig wie möglich Ressourcen verschwendet werden. Bereits seit Jahrzehnten geht W&H bei der Herstellung innovativer Produkt- und Servicelösungen eigene Wege. Mit der Einführung eines neuen Produktionssystems in Form eines Tagesproduktionsmodells im Jahr 1998 wurde früh auf veränderte Marktanforderungen reagiert. Eine fixe Produktionsdurchlaufzeit von nur einem Tag ermöglicht schlanke Strukturen und eine stückgenaue Montage des täglichen Kundenbedarfs. Durch die perfekte Kombination von Tagesproduktionssystem und moderner Teamorganisation produziert W&H nur das, was täglich verkauft wird. Das bedeutet, was der Kunde heute bestellt, wird bereits morgen geliefert. Hier zum Beispiel werden die Akkuschrauber für den OP-Bereich gewartet. Um die logistische Herausforderungen von Versand, Materialbestellung und der Lagerung zu bewältigen,
hat die Firma W&H ein computergestütztes Lagermodell. Dieser Computer lagert alle Produkte nach dem chaotischen Prinzip. Das heißt, dort, wo ein Platz frei ist, wird das nächste Produkt eingelagert. Somit weiß nur er, wo was liegt. Auch um Fachkräfte kümmert sich die Firma W&H selber. Es können hier bis zu 10 Berufe erlernt werden. Das war jetzt ein kleiner Durchgang durch die ganze Firma W&H. Habt ihr irgendwelche Fragen, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Solltet ihr mehr über W&H erfahren wollen, hier oben ist die Playlist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eure Podologin Andrea. Tschüss!